Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute in diesem GTA-Video alle Porsche-Modelle an, die es in GTA Online gibt. Und in GTA Online heißt das Ganze natürlich nicht Porsche, sondern Fiesta. Und diese Fahrzeugmodelle schauen wir uns an, was sie so drauf haben. Wir gucken uns an, wie teuer das Ganze ist, welche Klasse die angehören und wie auch, wenn die voll aufgetunt sind, halt ausschauen und sich ein bisschen anhören. Und wir beginnen halt von billig und gehen rüber zu teuer. Und als erstes haben wir einen OG, den es schon seit von Anfang an in GTA gibt. Und zwar ist das hier der Fiesta Comet. Das Ganze ist ein Sportwagen und dieses Fahrzeug kostet $100.000 in GTA Online, weil es halt nun mal eins der ersten Fahrzeuge sind und die Preise dort noch nicht in den Himmel rausgeschossen sind. Wenn euch das mal gefällt, dass wir eine ganze Fahrzeugreihe anschauen, also wir gucken jetzt ja zum Beispiel hier jetzt Porsche an und gucken uns an, wie viele Fahrzeuge dort es gibt. Daumen nach oben, Leute. Vielleicht kann man daraus eine Serie machen, wo man sich halt immer wieder verschiedene Fahrzeugserien anschaut. Und ja, das Fahrzeug sieht optisch schon mal schick aus. 911er soll das halt im echten Leben sein und wir tunen das Fahrzeug einfach mal voll auf und gucken mal, was sich verändert und ob wir eventuell zum Beispiel auch eine Designlackierung dazu kriegen, also ein Design kriegen, voll aufgetunt. Spoiler hat sich verändert, ja, riesen Unterschied gibt es optisch nicht. Hier, die Stoßstange hat sich auch geändert. Aber performance-technisch ist das Fahrzeug ja natürlich ein bisschen schneller jetzt geworden. Also, Designs gibt es nicht bei diesem Fahrzeug, wie dann auch. Es ist halt das erste Fahrzeug, oder eins der ersten Fahrzeuge, was halt in GTA Online erschienen ist. Und dort gab es noch keine Designs und deswegen ist das natürlich so, dass wir hier keins drauf haben. Er fährt sich aber schnell, überraschend muss ich persönlich sagen. Das gefällt mir persönlich, dass der halt ziemlich flink ist und halt von der Stelle wegkommt. Innenraum... ja, ist Standard, ne? Nichts Besonderes. Was mir gefällt, ist, dass man noch mal hier die Geschwindigkeitsanzeige sich anschauen kann. Das ist ja in Meilen in Stunde hier. Das ist eventuell schön, wenn Leute drauf achten wollen. Ob man das Ganze aber halt vertrauenswürdig nennen kann, glaube ich eher nicht. Aber ich muss wirklich sagen, positiv überrascht. Ich hatte dieses Fahrzeug noch nie in GTA. Ich habe eine andere Variante, aber diesen Comet Fiesta bin ich in GTA Online sehr selten gefahren, weil ich den halt noch nie in meiner Garage drin hatte. Ich weiß nicht warum. Eigentlich kann man das nachholen. $100.000 tut auf keinen Fall weh für einen Sportwagen. Es gibt deutlich überteuertere Fahrzeuge, die deutlich langweiliger sind als dieses Fahrzeug. Als nächstes haben wir ein Fahrzeug, welches optisch sich auf jeden Fall von allen anderen Modellen abgrenzt, weil es halt nun mal ein Geländefahrzeug ist. Ne, es wird als Sportwagen aufgezählt, okay. Aber das ist der Fiesta Comet Safari und dieses Fahrzeug ist auch eine Variante von dem Porsche, was halt nichts Offizielles ist, sondern jemand hat sich mal ein Porsche geschnappt und daraus ein Rallye-Fahrzeug gemacht. Und das hier soll dann halt das Fahrzeug im GTA dazu sein, was halt ja die Vorlage genommen hat von diesem Safari-Modell, wozu es auch Nachrichtenartikel gibt. Und ja, Leute, ich finde den optisch, wie gesagt, ziemlich nice. Das Fahrzeug gefällt mir. Und wenn man das voll auftunt, dann wird man auch sofort sehen, dass es halt, ja, sich auf jeden Fall richtig abheben kann. Dieses Fahrzeug ist halt eher für Offroad gedacht, auch wenn es ein Sportfahrzeug ist. Es hat sogar ein Geschütz. Ich weiß jetzt nicht, ob das Standard ist, kann ich euch nicht sagen, oder ob das halt durchs Mod-Programm hinzugefügt worden ist. Es hat verschiedene wilde Designs. Also hier können wir uns mal ein paar von den Designs anschauen. Ihr seht, also hier geht alles Mögliche durch bei den Designs. Für jeden sollte eigentlich was dabei sein, was halt schön ist bei dem Fahrzeug. Hier, diese Optik hier, als ob das halt schon einige Meilen hinter sich hat, gefällt mir auch richtig. Und dieses Fahrzeug kostet $710.000, hat sehr viele verschiedene wilde Tuning-Varianten, wie ihr sehen könnt. Naja, mit den Koffer und Reifen und so weiter gefällt mir persönlich jetzt nicht allzu sehr. Der ist nochmal gefühlt eine Stufe schneller als der Comet gerade eben. Und ja, das Besondere halt ist natürlich Thema Offroad. Deswegen machen wir mal so einen kleinen Test, wie er sich halt so schlägt. Dadurch, dass das kein Geländefahrzeug ist, weiß ich nicht, ob das halt trotzdem nochmal so ein bisschen was drauf hat oder nicht. Aber sieht so aus, als ob der hier easy hochkommt. Wenn wir aber vom Gas runtergehen, wird der sofort runterrutschen und das war's dann. Das kennt jeder, der hier schon mal am Mount Chiliad war. Jeder kennt das. Geschwindigkeit ist wichtig und wenn du halt bremst, dann war's das. Dann kommst du nicht mehr hoch. Aber der, muss ich sagen, not bad. Also er macht das, wofür er gedacht ist. Safari Offroad-mäßig unterwegs. Und sogar in Mount Chiliad kann er halt gut hochkommen, mehr oder weniger. Für 710.000 hast du ein Sportfahrzeug, welches halt auch mal Offroad unterwegs sein kann. Das ist super.
Machen wir weiter mit einem meiner Favoriten, und zwar ist das hier meiner Meinung nach eins der schönsten Modelle, die es gibt in GTA, der Fiesta Retro Custom, der Fiesta Comet Retro Custom. Dieses Fahrzeug ist ein Bennys Fahrzeug, dafür braucht ihr erstmal den allerersten Comet, den ich euch gezeigt habe, der kostet 100.000 $, und dann müsst ihr das Fahrzeug halt bei Benny umwandeln, das kostet 645.000 $, und dann habt ihr das Fahrzeug hier in der Grundbasis sozusagen, und dann tun wir das Fahrzeug einfach mal maximal auf und gucken mal, was dann daraus rauskommt. Zack, ein ganz anderes wildes Fahrzeug mit wieder verschiedenen Designs. Also das Fahrzeug hat mir sehr viel Spaß gemacht, es aufzutunen. Innenraum wurde auch komplett abgeändert, wie man sehen kann. Es wurde halt zu einem richtigen Racer verwandelt. Muss nicht sein, kann aber sein. Dadurch, dass es halt maximal aufgetunt ist, hat es halt immer die letzten Varianten genommen, die es gibt. Zum Beispiel Innenraum hat er dann gesagt, okay, hier Racer, Sitze, Sportracer, Spoiler, den letzten Spoiler. Design, das letzte Design. Und das Fahrzeug sieht halt nun mal optisch richtig schick aus. Eins der schönsten Fahrzeuge. Wenn man viele Leute fragen würde, wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall in der Top 5 mit dabei. Oder wenn man alle Autos zeigen würde in GTA. Obwohl, einem würde schlecht gehen, wenn man alle Fahrzeuge in GTA Online sieht, Alter. Dann würde man sagen, bitte nicht, hör auf. Da sind zu viele Fahrzeuge dabei. Aber dieses Fahrzeug würde ich niemals als Müllfahrzeug bezeichnen. Dieses Fahrzeug würde ich eher als Meisterwerk bezeichnen. Die originale Vorlage ist wieder mal nicht etwas von Porsche selber, sondern es gehört zu einem Unternehmen, die halt Porsche-Modelle nochmal aufwerten, und zwar zum Unternehmen Ruf. So, hier, wir gucken uns nochmal die verschiedenen Renndesigns an, die es gibt bei diesem Fahrzeug. Auch schöne Sachen mit dabei. Geht alles eher in die Rennrichtung. Ist manchmal so, manchmal gibt es halt nicht diese anderen Designs wie zum Beispiel Rennstreifen oder sowas, obwohl das geht ja auch in die Rennrichtung, wenn das Rennstreifen heißt. Aber ist okay, ja, kann man machen, Das hier ist der Porsche Spyder im echten Leben, und in GTA heißt der natürlich wieder Fiesta, und zwar 811. Und dieses Fahrzeug ist ein Supersportfahrzeug. Wir haben uns nur Sportfahrzeuge angeschaut bis jetzt, und jetzt haben wir ein Supersportfahrzeug für 1,1 Millionen $ am Start. Und man merkt schon unaufgetunt, wie schnell der einfach ist und wie der einfach von der Stelle wegkommt. Man merkt einen riesen Unterschied, wenn man jetzt die Fahrzeuge hintereinander fährt, und der fährt sich halt deutlich schneller und schöner irgendwie als die anderen davor. Optisch gesehen kann man sich drüber streiten auf jeden Fall. Sieht halt auch in echt ein bisschen anders aus als die anderen Porsche Modelle. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir es voll auftunen. Ich glaube, es wird nicht viel passieren, aber ich kann mich ja gerne irren. Ja, geht. Man hat keine Designs wieder. Man hat ja hier und da ein bisschen kleine Veränderungen bekommen. Innenraum ist gleich geblieben. Ja, 1,1 Millionen $, aber trotzdem halt von den optischen her nicht so viel wie zum Beispiel ein Bennys Fahrzeug. Und das finde ich persönlich schade. Vielleicht hätte man hier nochmal ein bisschen mehr machen können, ein bisschen mehr bringen können. Weil ansonsten ist es einfach so ein Fahrzeug, was wieder da ist. Und das ist bei sehr vielen Supersportfahrzeugen so in GTA. Das ist den meisten von euch bestimmt schon selber aufgefallen, wie wenig Tuning-Potenzial Supersportfahrzeuge in GTA Online haben. Und trotzdem von der Geschwindigkeit her, muss ich sagen, fühle ich dieses Fahrzeug halt am meisten von dem, was ich jetzt selber gefahren bin. Oh. Ja. Doch, ist interessant. Werde ich aber, um ehrlich zu sein, nicht kaufen, weil es halt, wie gesagt, optisch her mir jetzt nicht allzu sehr gefällt und weil es halt einen Wasserschaden hat. Dieses Fahrzeug kostet auch 1,1 Millionen $ und ist ein Sportwagen. Das ist der Fiesta Comet SR. Das ist der GT2 RS im echten Leben. Und ja, ich weiß nicht, Leute. Dieses Fahrzeug ist an mir komplett vorweggegangen. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal in GTA gesehen habe, und die Antwort lautet nein. Deswegen tun wir das mal voll auf, und wie man sehen kann, hat sich halt ein bisschen halt vom Bodykit her geändert. Das Fahrzeug ist breiter geworden. Wieder mal keine Designs mit dabei. Was halt jetzt nicht ausschlaggebend ist, ob dein Fahrzeug gut ist oder nicht, aber für 1,1 Millionen $ kann man hier und da mal ab und zu ein bisschen mehr verlangen, finde ich. Optisch wieder okay, nicht viel geändert. Geschwindigkeit technisch, ja, ich muss mal die Farbe ändern von dem Fahrzeug. Wir gucken mal, was sich so hier ändern kann bei dem Fahrzeug an Farbe her. Ja, diese Lackierung kommt ja immer wieder gut an, muss ich sagen, wenn man das auf den Straßen an echten Fahrzeugen sieht.
Ja, von der Lackierung her kannst du halt ein bisschen was noch ändern von dem Fahrzeug, also retten, dass das halt auffälliger wird zum Beispiel. Handling her, muss ich sagen, ist er gut am Boden, also er rutscht nicht so sehr. Er klebt am Asphalt, kann man dazu sagen. Ja doch, ist angenehm zu fahren, dieses Fahrzeug ist schick, kann man sich auf jeden Fall geben. Wenn man auf Porsche steht, sieht es ein bisschen aus wie dieser Porsche aus Cars. Ciao, Junge. Und jetzt haben wir ein Elektrofahrzeug, das einzige Elektrofahrzeug, was es halt von der Marke Fister gibt, und zwar ist das der Fister Neon. Dieses Fahrzeug hat die originale Vorlage von dem Porsche Taycan, aber früher gab es den Porsche Taycan noch nicht, als dieses Fahrzeug halt in GT kam. Früher gab es den Namen oder das Konzeptfahrzeug Mission Concept E, was halt heute der Taycan geworden ist. Und damals hat Rockstar Games gesagt, okay, das Fahrzeug sieht ziemlich schick aus, wir machen sofort daraus eine fahrbare Variante in GTA Online. Was auffällt ist, dass der ziemlich am Rutschen ist. Dadurch, dass das ein E-Fahrzeug ist, wird es beim Start sehr viele Fahrzeuge abziehen und wird dann halt später von Supersportfahrzeugen zum Beispiel eingeholt. Ist wirklich schnell. Wir haben ja mit der Crew sehr oft halt Rennen gemacht am Flughafen und dieses Fahrzeug hat am Anfang alle abgezogen. Ja, optisch haben wir erstmal eine dicke Rasierklinge als Spoiler bekommen. Und der gibt nochmal jetzt ordentlich Gas und das macht noch mehr Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal so einen richtigen Push bekommen hätte. Und jetzt rutscht er auch nicht mehr so krass wegen dem Spoiler, weil er auf dem Boden halt gepresst wird, gedrückt wird. Spoiler bringen was in GTA. Dazu gab es schon einige Tests. Oh, der hat eine krasse Beschleunigung drauf, Alter. Der hat eine klasse Beschleunigung drauf. Ist das einzige Fahrzeug, was halt hat, von Fister Modellen her, von Porsche Modellen her. Innenraum gefällt mir nicht, Innenraum ist so 0815, Innenraum ist von 2013, aber der Rest von dem Fahrzeug lässt sich schon sehen. So, hier nochmal so ein kleiner Vergleich, was sich optisch geändert hat, weil man das hier nicht so gut erkennen kann bei dem Fahrzeug, finde ich. Also vorne hat sich was geändert auf jeden Fall, drinnen nicht. Spoiler ist drauf und die Stoßstange hat sich auch geändert. Das Fahrzeug hat ja überhaupt keinen Auspuff. Ne, die Fahrzeuge haben ja generell keinen Auspuff in GTA. Also E-Fahrzeuge allgemein, auch im echten Leben. Und hier sieht man wieder, wie das Fahrzeug am Ausrasten ist. Also ganz im Ernst, Leute, das überrascht mich jetzt positiv. Das hätte ich so nicht gedacht, dass er halt, ja, am Ausrasten ist, wenn man halt Gas gibt und lenkt, was der gerade halt mit Spoiler nicht getan hat oder voll aufgetunt. Hier, ihr seht, voll um die Kurve gebrettert. Jetzt machen wir das mal mit Spoiler, den Test. Nö. Also mit Spoiler merkt man so richtig, wie der auf dem Boden bleibt. Das ist geil. Also ich habe sehr viele Videos dazu schon gesehen mit dem Spoiler, aber ich habe selber nie den Test so gemacht. Und dass ich ihn jetzt mache und sehe, wie das halt wirklich der Unterschied am Start ist, ist überraschend. Ja, das Fahrzeug, ne, wie gesagt, Elektro, wer auf Elektro steht, wer auf Taycan steht, sollte sich auf jeden Fall das Fahrzeug hier holen und einen auf JP Performance machen. Also Leute, wir haben hier 6 Porsche Modelle, aber jedes Modell sieht in irgendeiner Form einzigartig aus und unterscheidet sich doch von den anderen, außer 2 Modelle hier, der in schwarz und der Comet. Die sind ein bisschen zu nah beieinander, aber der Rest muss ich wirklich sagen, ist optisch immer ganz anders, ganz eigen und ja, vom Preisen her kann man sich nicht beschweren bei diesen Modellen, bei den Fister Modellen. Das teuerste Fahrzeug kostet 1,5 Millionen Dollar und das ist ein E-Fahrzeug, 1,1 Millionen Dollar und der Rest halt unter 1 Million Dollar. 3 Fahrzeuge über 1 Million und 3 unter 1 Million, so kann man das Ganze sagen. Ja, guck mal hier, optisch gibt es hier natürlich Unterschiede, aber ne, vom Weiten her sehen die doch gleich aus, die 2 Modelle, die ich erwähnt habe. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fahrzeuge zeigen, die ihr eventuell nicht kanntet. Ich kannte diese Fahrzeuge vom Sehen her schon die meisten, außer dieses Modell, weil damit kaum einer rumfährt. Oder ist das der Comet? Ja, dann das andere Modell, nicht der Comet, sondern dieses Modell, der Fister Comet SR. Wie schon gesagt, wenn man die auch nebeneinander fährt, dann merkt man doch kleine Unterschiede, aber ja, vom Weiten her würden viele von euch sagen, oh, das sind doch gleich Autos. Hier, guck mal, sogar vor dem Spoiler, diese Lufteinlässe sind sogar gleich. Das war's dann heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr Content sehen wollt, auf jeden Fall abonnieren, Glocke aktivieren und nichts verpassen. Macht's gut, keep it hammergeil und tschüss.